Heute geht es einmal ein bisschen ums Boxen. Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal vom Pomade-Shop. Für alle, die neu sind, hier findet ihr viele Hairstyling-Reviews, ihr findet Tutorials, ihr findet Hintergrundwissen rund um das Thema Pomade, Hairstyling, modern oder auch oldschool. Also alles, was so dieses Thema anbelangt, da werdet ihr hier fündig. Schaut euch gerne auf unserem Kanal um. Am einfachsten ist es, wenn ihr gleich auf Abonnieren klickt, denn dann verpasst ihr keines unserer Videos mehr und das würde uns persönlich natürlich auch sehr, sehr freuen. Ich habe gesagt, heute geht es ums Boxen. Das ist jetzt ein bisschen, naja, also was meint er damit? Was meint er damit? Er meint nicht Uppercut Deluxe, was naheliegen würde. Ich meine von Rarecraft die Icon Wax Pomade Heavyweight. So, hier haben wir es nämlich. Heavyweight bezeichnet nämlich in diesem Fall nicht den Halt der Pomade, sondern es geht um die Gewichtsklasse Heavyweight. Zu Deutsch meine ich, müsste es die Schwergewichtsklasse sein. Und daher rührt der Name. Und was mir, nachdem ich den Hintergrund dessen gewusst habe, erfahren habe, auch klar geworden ist, das Etikett, das Label, spiegelt so ein bisschen diesen Gürtel, ich weiß nicht, ob man den nur bekommt, wenn man Weltmeister wird, aber spiegelt auf jeden Fall diesen Siegergürtel wider. Mit dem Hintergrundwissen super ersichtlich. Genau, Etikett habe ich euch gezeigt, gefällt mir im Grunde von der Farbgebung her sehr gut, ist ein bisschen schlichter gehalten, aber trotzdem sehr, sehr schick. Wir haben wie bei Rarecraft immer diesen stilisierten Lux mit drauf, den finde ich persönlich besonders schick. Und wir haben auch, wie es gang und gäbe ist, die Angaben mit Halt, Glanz und den verschiedenen Sachen, die dieses Produkt bringen wird. Wie gewohnt ein Glastiegel. Ich bin generell von so ziemlich allen Rarecraft-Produkten bin ich ein Riesenfan. Wenn ich die Pomade aufgeschraubt habe, die Dose aufgeschraubt habe, sehen wir eine wunderschön gelb-goldene ölbasierte Pomade. Also ist farblich ungefähr das, was man sich unter so einer wachsbasierten Pomade einfach vorstellt. Ist nämlich tatsächlich auch da haben wir es, genau. Also wir haben Petrolatum, wir haben mikrokristallines Wachs mit drinnen, wir haben, sage ich mal, die gängigen Wachse und Öle, die man inzwischen kennt, die sind da mit drinnen. Das ist alles, jetzt habe ich natürlich vergessen, wie das Extraöl heißt. Danke, Weizenkeimöl, richtig. Siehst du, einer hat wenigstens aufgepasst. Ganz genau, Weizenkeimöl habe ich bisher jetzt, glaube ich, bewusst in noch keinem anderen Produkt so wahrgenommen, finde ich ganz cool. Natürlich, der Flo hat es extra nochmal gesagt, Avocadoöl kommt direkt nach den Wachsen, ist eine hervorragende Pflege für die Haare. Also ich glaube, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, sogar somit das pflegendste Öl für die Haare, was ihr bekommen könnt. Kann aber auch sein, dass ich mich da täusche, könnt ihr mich gerne korrigieren. Aber da ist ein Haufen davon drinnen und das bringt auch nochmal einen super Glanz in das Produkt rein, was ich fantastisch finde. Ich habe gesagt, der Heavyweight ist ein bisschen irreführend. Wir haben hier nämlich einen fantastischen Firm Hold. Also so ziemlich das zwischen Medium und Strong, genau dieses Mittelmaß dazwischen trifft diese Pomade exakt. Vom Halt vergleichbar her würde ich vielleicht mal sagen mit einer pinken Grusel eventuell, aber auch der Goon Grease, der ölbasierten Goon Grease von Lockhart steht die auf keinen Fall in irgendwas nach. So, jetzt habe ich viel über die Pomade geredet, ich habe den Duft noch nicht erwähnt und er ist bombastisch. Der Duft ist einfach bombastisch. Das kann ich nicht anders sagen. Wir haben hier einen schweren, fast schon eher herben Duft mit einer Mischung aus Tabakblättern. Es ist ein bisschen Pfeffer dabei und es ist so eine ganz, ganz leichte Prise Zimt mit drinnen, was das nochmal richtig schön würzig und rund macht. Es ist aber auf keinen Fall zu viel Zimt, als dass man sofort an irgendein Weihnachtsgebäck oder irgendeinen Weihnachtsmarkt erinnert wäre, sondern ganz im Gegenteil, es ist einfach, macht unheimlich schöne, würzig, vollmundig, will ich schon fast sagen. Also dieser Duft, der ist echt
Ich finde ihn, wie gesagt, ich finde ihn bombastisch. Er wäre für mich persönlich nichts für jeden Tag, aber jetzt so im Herbst und wo es auf den Winter zugeht, wo mal so schwerere Düfte sehr, sehr gut ankommen, da kann ich einfach nicht genug davon bekommen. Ich bin ungelogen, ich bin so ein riesen Fan und da ist Rarecraft, was Düfte angeht, auch einfach eine fantastische Marke. Nicht nur, dass die Produkte alle genial sind, sondern die haben auch noch alle überragende Düfte. Also kann ich euch nur allen ans Herz legen. So, jetzt habe ich hier genug rumgetan. Meine Haare sind frei vom Produkt, sie sind noch ganz leicht feucht. Und jetzt zeige ich euch mal, ich hoffe, man erkennt es vielleicht noch ein bisschen, wenn ich da jetzt mal mit dem Finger reingehe. Ja, das ist super, super smooth. Ich muss zugeben, wir haben den Showroom jetzt hier auch ein bisschen eingeheizt. Es ist schon ein bisschen wärmer hier drinnen. Sollte es ein bisschen kühler sein in eurem Bad zum Beispiel, dann braucht ihr natürlich ein bisschen Druck schon, weil es einfach ein wachsbasiertes Produkt ist. Aber das ging jetzt wirklich super, super leicht. Ich sehe, ich bin nur einmal drüber gegangen mit dem Finger. Es ist eine komplett homogene Masse, immer noch richtig schön gelb. Also super toll. Jetzt ja, verstreichen Breakdown, das ist wie Butter. Also wirklich wie warme Butter geht das Ding runter. Oh, und jetzt entfaltet sich der Duft halt noch mal mehr. Das ist gigantisch. So, einarbeiten ist dann dementsprechend natürlich auch super, super einfach. Also das ist wirklich ein Kinderspiel. Das einzig aufwendig Umständliche ist tatsächlich einfach nur, dass ihr die Pomade wirklich überall hinbekommt. Das ist, sage ich, bei kürzeren Haaren natürlich deutlich einfacher, aber je länger die Haare werden und ihr halt vor allem kein Build-up, also keine Reste mehr von irgendeiner Pomade in den Haaren habt, ist das Ganze ein bisschen aufwendiger, nenne ich es jetzt einfach mal. Da ist es dann einfach ratsam, einfach mal öfter. Nehmt kleinere Portionen und schmiert einfach öfter was rein. Und dann passt das aber auch, dann funktioniert das auch wunderbar. Was ich noch gemeint hatte wegen dem Halt, für mich persönlich als Standalone, also als einziges Produkt in den Haaren, gibt sie mir zu wenig Halt. Also wenn ich jetzt nicht noch irgendein Build-up von einem anderen Produkt drin habe oder einen Pre-Styler verwendet habe, dann gibt sie mir den Tag über ein bisschen zu wenig Halt, es sei denn, ich würde jetzt nur locker nach hinten slicken, dann würde es funktionieren. Aber für alle, die, wie gesagt, nach einer schönen Firm suchen oder halt eben auch gerne mit Build-up bzw. Pre-Styler arbeiten, für die ist das dann natürlich auch nochmal ein super, super Produkt. Also ihr habt gesehen, Einarbeiten ist wirklich ein Kinderspiel. Ich müsste jetzt eigentlich wirklich überall Produkt haben. Geht alles richtig gut. Der Duft, der Flo hat gerade hinter der Kamera auch schon, der Duft verbreitet sich jetzt hier im Raum und es ist einfach, oh, es ist der Wahnsinn. Es ist der schiere Wahnsinn, dieser Duft. Haut mich jedes Mal wieder um. Ich liebe ihn einfach. Naja. So, jetzt quasi solltet ihr mehrere Videos schon gesehen haben. Business as usual. Erst nochmal mit der groben Seite des Kammes durchkämmen, alle Haare erstmal nach hinten ziehen. Hat zum einen den Effekt, die Haare einfach schon mal in eine Grundrichtung zu legen und auf der anderen Seite, was gerade bei viel ölbasierten Produkten relativ wichtig ist, finde ich zumindest, eventuell lose Haare, die jetzt drin hängen könnten, die einfach nochmal mit rauszuziehen. Dann habt ihr nämlich nachher beim Styling ein bisschen weniger Probleme. So, da genau, mit der feinen Seite nochmal durch. So, und dann passt das. Und das ist also auch das Kämmen, das Durchgehen, der Kamm gleitet quasi durch die Haare. Da habt ihr überhaupt kein Ziepen, kein Zerren. Das macht einfach nur Spaß. So, jetzt suche ich mir wieder die Scheitellinie. Zack, Haare runter. Haare rüber. Hier nochmal nachgezogen. So, jetzt schaue ich mal bewusst, wie hoch ich dann vielleicht doch komme am Ende, wie viel Volumen ich reinbekomme. Ja, genau, und das ist halt jetzt das, was ich meinte. Für meine Haare, die jetzt tatsächlich für mein Empfinden gerade auch fast schon wieder ein bisschen zu lang sind, ein bisschen zu viel Gewicht haben, gibt sie dann doch ein bisschen zu wenig Halt, als dass ich jetzt mir eine bombastische Tolle in die Höhe aufbauen könnte.
Aber wie gesagt, da gibt es ja verschiedene Mittel und Wege, dem entgegenzuwirken. Oder vielleicht habt ihr auch einfach super einfache und leichte Haare und ihr sagt, eine Firmpomade reicht mir einfach grundsätzlich schon. Dann seid ihr mit der natürlich auch absolut an der richtigen Adresse. Aber, also ich habe jetzt hier 2-3 Mal durchgekämmt. Es sind ein paar Details, die noch gemacht werden müssen. Aber im Grunde bin ich auch schon fertig mit dem Styling, was halt auch echt, gerade bei meinen Haaren, für eine ölbasierte Pomade super, super fix geht. Da habe ich öfter mal meine Probleme mit, muss ich tatsächlich zugeben. Liegt aber an meinen Haaren und nicht am Produkt. Also das war jetzt easy going. Ich bin noch nicht bei 100%, aber da bin ich auch ein bisschen pingelig, muss ich tatsächlich zugeben. Manchmal vielleicht sogar ein bisschen zu sehr. Der Glanz, den ihr jetzt seht, finde ich klasse. Der ist mehr als natürlicher Glanz. Also der ist definitiv wirklich, wirklich gut wahrnehmbar. Es ist ein toller Glanz, es ist ein gewollter, ein eleganter Glanz. Und der wird auch den Tag über nicht weniger werden. Also das ist wirklich, wirklich super. Damit zeigt ihr auch, schau, ich hab mir jetzt die Haare gemacht und ich will das. Und genauso sieht das auch aus. Also ich glaube, ihr habt es eventuell vielleicht schon gemerkt, ich bin tatsächlich ein super, super großer Fan von der Icon Wax Pomade Heavyweight von Rarecraft. Kleine Manufaktur möchte ich es nennen, aus Polen. Super, super tolle Produkte. Solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Das war es jetzt von mir. Ich sage danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Euer Max. Sollte euch das Video gefallen haben, würden wir uns sehr über ein Abo freuen. Vergesst nicht die Glocke zu drücken, denn dann verpasst ihr keines unserer Videos mehr. Hier haben wir mal versucht, das Thema Kundenservice ein bisschen lockerer für euch zu gestalten, gerade wenn es darum geht, was mit eurem Packel gerade los ist, wenn es verschickt wurde. Hier findet ihr jetzt noch ein weiteres Video von uns, solltet ihr immer noch nicht genug von uns haben.